Heute geht es um eine ganze Orchideengattung und wir werden uns gemeinsam ganz genau alle Arten anschauen. Aber bevor ihr jetzt alle Termine der Woche absagt, die Gattung hat tatsächlich nur eine einzige Art. Kleine Gattung, aber ganz große Pflanze und gleichzeitig mein bisher größter Fail des Jahres. Hi, ich bin Yves von Fun with Orchids und der Star dieses Videos kommt heute auf Rollen und das ist diese wunderschöne Ansellia, ich habe kaum Platz im Bild, Ansellia africana. Und das ist zwar eine monotypische Gattung, da es nur eine Art gibt, aber wirklich keinesfalls eine langweilige Pflanze. Ansellia africana wurde 1844 vom berühmten englischen Botaniker John Lindley entdeckt. Der war ja auch so der Pionier der Orchideenkunde und von dem wurde die beschrieben und eben nicht entdeckt, sondern von John Ansell, daher auch der Name. Der hat die Gattung 1841 in Bioko, einer kleinen Insel vom Golf von Guinea, entdeckt. Die Insel liegt vor Kamerun und liegt ungefähr hier so. Und wie der Artenname schon nahelegt, sind diese Ansellia endemisch in Afrika und haben aber ein sehr, sehr breites Verbreitungsgebiet. Also von Südafrika hoch zu den subtropischen Bereichen bis ins tropische Afrika. Und so ist es auch erstmal gar nicht so ganz leicht, vom Habitat auf die Kultur zu schließen. Und das Erscheinungsbild der Blüten der weit verbreiteten Orchidee ist nämlich sehr vom Herkunftsgebiet abhängig. Und die Blüten haben einen deutlich größeren Gelbanteil, wenn die ganz im Süden vorkommen und haben nur wenige von diesen charakteristischen Flecken, wegen denen sie auch Leopardorchideen genannt werden. Und weiter im Norden dominieren dann eben diese rot-braunen Flecken und können manchmal Sepalen und Petalen auch ganz einnehmen. Und dann ist nur noch diese kräftige Lippe so gelb gefärbt. Meine hat diese sehr deutlichen rot-braunen Flecken und genau das habe ich mir auch von ihr gewünscht. Ich bin wirklich total begeistert von der Ausfärbung. Und ich blende euch natürlich im Laufe des Videos wie immer auch Nahaufnahmen ein, damit ihr auch nicht die ganze Zeit nur mein Gesicht ertragen müsst. Und die Blütentriebe dieser Pflanze entspringen wirklich an der Spitze der Pseudobulben und die Pflanzen, die Blütentriebe können manchmal sehr, sehr lang werden. Also hier ragt einer aus dem Bild raus, das könnt ihr gar nicht sehen, das seht ihr dann in den Aufnahmen. Und die Pflanzen variieren aber nicht nur von den Blüten, sondern tatsächlich auch im Habitus insgesamt. Es gibt Zwergformen und ganz gigantische Formen, deren Bulben über 1 Meter lang werden können. Und die Blütezeit, die reicht auch je nach Standort von Winter bis in den Sommer hinein. Und eine Sache, die wir alle besonders lieben, sie blühen lange und sie duften. Und meine duftet auch bei warmen Temperaturen, auch kräftig. Sie steht auf dem Balkon bei mir. Deswegen kann ich jetzt nicht von Raumfüllen sprechen, aber sie sind durchaus prägnant und auch wahre Magneten für Insekten. Die Pflanze ist deswegen wegen der Varianz der Blüten auch total spannend in der Zucht. Und wenn man sich einmal in diese Gattung verliebt hat, dann wird man immer wieder auf neue Züchtungen und Kreuzungen von Kultivaren zurückkommen. Die Orchideen, das macht sie unter anderem auch noch spannend, bilden 2 unterschiedliche Wurzelformen aus. Zum einen diejenigen, die in den Untergrund, ins Substrat wurzeln, also sind Epiphyten, das heißt am Baum festwurzeln und vielleicht in leichte Moospolster einwurzeln. Und auf der anderen Seite die Wurzeln, die nach oben rauswurzeln, also aus dem Topf raus. Ähnlich wie auch Sthanopea und Grammatophyllum bilden die damit so Fangnester.
um Laub und anderes Pflanzenmaterial, Kot aufzufangen. Und so bildet im Grunde die Pflanze ihren eigenen Komposthaufen zur Nährstoffversorgung. Also sehr schön und sehr klug auch noch. Schneidet diese Wurzeln also bitte nicht ab oder versucht die irgendwie in den Topf rein zu buxieren. Die sind da gut, wo sie sind. In der Natur wachsen die Pflanzen in Astgabeln, sehr häufig zumindest, epiphytisch und ganz oft in Küstenregionen entlang von Flüssen, in sogenannten Galeriewäldern. Und hier haben die ein sehr, sehr hohes Lichtangebot und fast in allen Regionen immer wieder ganz ausgeprägte Trockenheit. Die Pflanzen können dementsprechend einiges vertragen und ihr seht auch schon an diesen kräftigen Pseudobulben, dass die jede Menge Wasser speichern können. So Gießfaule wie ich lieben das natürlich total. Die verzeiht wirklich auch ein bisschen Vernachlässigung, also verhätschelt die nicht zu sehr, die kann es vertragen. Pflanzen in organischen Substraten müssen wirklich extrem häufig umgetopft werden. Das Substrat wird nämlich sehr, sehr schnell zersetzt von diesen Pflanzen. Und deswegen wird ganz häufig nahegelegt, sie in rein mineralisches Substrat zu topfen. Und das funktioniert bei mir tatsächlich auch sehr, sehr gut. Und ich habe die in einer Mischung aus Blähton und hier so ist glaube nicht so gut zu zeigen, so kleineren Lavastücken und das Ganze noch in einem relativ schweren Tontopf und so bekommt die Pflanze, diese große Pflanze, auch wirklich viel Stabilität im Topf und trocknet auch immer schnell ab. Im Sommer wässere ich die wirklich sehr, sehr häufig, also immer wenn ich dran denke, gehe ich da einmal mit der Brause drüber. Die Wurzeln neigen wirklich zum Faulen, deswegen muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Im Sommer steht sie, wie schon gesagt, bei mir ja draußen. Und jetzt kommen wir mal zu meinem Totalversagen, das ihr sicherlich schon gesehen habt. Die muss man früh an die Sonne gewöhnen und vielleicht auch am Anfang nicht direkt der vollen Sonne aussetzen. Wer hat's gemacht? Ich. Die hatte wirklich tolles, sattgrünes Laub, so bisschen was ist davon noch übrig. Und ja, ich habe mich da ganz offensichtlich völlig verschätzt. Also bis hin zu den Pseudobulben ist wirklich ganz, ganz viel verbrannt an der Pflanze, also ein Großteil des Laubes. Also wenn ihr sie rausstellt, versucht sie langsam zu gewöhnen. Die mag volle Sonne, aber nicht auf einen Schlag nach einem langen, dunklen Winter. Also führt sie da langsam ran, vielleicht auch nur stundenweise mal in die Sonne stellen. Auf jeden Fall geht da vorsichtiger um als ich. Ich hoffe, sie blüht nicht nur wegen des Stresses so reichhaltig, sondern ich kriege die auch über den nächsten Winter, trotz des wenigen Laubs, das sie jetzt noch hat. Neutriebe zeigen sich noch nicht. Im Winter wird die von mir deutlich trockener gehalten und es soll ihr gut tun, wenn man im Herbst eine richtig harte Wässerungspause gönnt, so ungefähr einen Monat gar nicht wässern. Dagegen in der Wachstumsphase, habe ich gesagt, wässere ich viel und dünge auch relativ viel. Und ich mache auch immer noch zusätzlich zu dem Dünger, der ins Gießwasser kommt, auf das Substrat so ein bisschen Langzeitdünger für 6 Monate. Im Winter braucht sie dann, und das macht sie nicht so ideal für die Zimmerkultur, sei denn man möchte Kunstlicht einsetzen, sehr, sehr viel Licht. Vielleicht hat man einen Wintergarten, da funktioniert es auf jeden Fall besser. Ich bin auf so eine kleine Pflanzenlampe angewiesen, die wirklich eigentlich nur diese eine Pflanze dann anstrahlt im Winter. Die hat aber 10 Watt und eine gute Lichtausbeute, also das funktioniert auch. In der Natur sind die Pflanzen sehr, sehr stark bedroht und das liegt tatsächlich mal nicht nur an Pflanzensammlern, die in der Kultur haben möchten, sondern an der Verwendung von Ansellea africana im Aberglauben und in der traditionellen Medizin. In Deutschland ist die Pflanze leider auch nicht so gut verfügbar, wie man sich das wünschen könnte. Wenn ihr eine ergattern könnt, schlagt auf jeden Fall zu. Ich kann euch versprechen, ihr werdet Freude daran haben. Also die Blüten sind toll, halten lange, es gibt viele und
Ja, die Verbreitung kann auch nicht nur daran liegen, dass die so groß sind oder groß werden, weil Grammatophyllum zum Beispiel werden riesig und die sind häufiger in den Gärtnereien zu finden, obwohl ich die wesentlich problematischer finde als eine Ansellia africana. So, ich hoffe, euch hat dieses Pflanzenporträt auch wieder gefallen. Und ich habe auf jeden Fall morgen Muskelkater vom Hin- und Hertragen von diesem gewichtigen Oschi. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr mir auch mal einen Kommentar da lasst als Feedback zu meinem Video und es liked im Idealfall. Und jetzt habt erstmal Fun with Orchids und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Macht's gut!